Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School werden wir das Rückwärtsübersetzen lernen. Es ist ein bisschen schwieriger als das Vorwärtsübersetzen, aber wir werden es Schritt für Schritt lernen, damit ihr, wenn ihr auf dem Eis seid, egal ob Eishockeyspieler oder einfach jemand, der gern Eis läuft, das gut kann. Legen wir gleich los. Meistens üben wir Übersetzen an einem Bullykreis, aber ich finde, um das Rückwärtsübersetzen zu lernen, sollte man einfach geradeaus ganz langsam starten und dann versuchen, wenn ich zum Beispiel in diese Richtung gehen möchte, nach rechts gehen möchte, dann mein linkes Bein über mein rechtes Bein zu bringen und einen Übersetzer zu machen. Nochmal. Bringen, übersetzen. Linkes Bein geht rüber, übersetzen. Der zweite Punkt, das Bein, der untersetzt, also in diesem Fall wird es mein rechtes Bein sein, soll versuchen, einen relativ großen Schritt zu machen. Weit unter meinem Körper. Wenn ich ein bisschen mehr Druck auf dem Eis ausübe, dann werde ich langsam anfangen, in der gewünschten Richtung zu laufen. Also wichtig sind die zwei Punkte. Ein Bein hebt sich und geht über das andere Bein. Sehr wichtig, warum auch immer manche Leute, wenn sie nach rechts gehen wollen aber mit dem rechten Bein übersetzen, da gehe ich natürlich in die falsche Richtung. Also immer darauf achten, wenn ich nach rechts gehen will, mit dem linken Bein übersetzen, wenn ich nach links gehen möchte, mit dem rechten Bein übersetzen. Und den zweiten Punkt nicht vergessen, damit ich wirklich in eine Richtung gehen kann, muss ich mit dem Bein, der untersetzt, wirklich das Eis schön greifen. Desto breiter ich meine Beine mache vor den Übersetzer, desto leichter kann ich das Eis greifen und einen richtig kräftigen Schritt machen. Mit engen Beinen geht es auch, aber da werde ich kleinere Übersetzer machen müssen. Mit breiteren Beinen, wenn ich zuerst das Bein ganz breit mache und dann übersetze, kann ich kräftige Übersetzer machen. Also desto breiter, desto Power man hat. Es kommt auch darauf an, ob man Eishockeyspieler ist oder einfach jemand, der gerne Eis läuft. Eishockeyspieler müssen öfters kleinere Schritte machen, schnelle Richtungswechsel. Dann muss man kleinere Übersetzer machen. Und jemand, der einfach wirklich Schwung sammeln möchte, oder man sieht es sehr oft beim Eiskunstlauf, wird dann einen großen Übersetzer, wenn sie sich zum Beispiel auf einen Sprung vorbereiten, dann machen die richtig große Übersetzer. Ich mache es mal am Bullykreis vor. Das Bein wirklich in die Mitte kommen, das Eis greifen und untersetzen. Greifen, untersetzen. Greifen. Und untersetzen. Ich finde, genauso wie beim Vorwärtsübersetzen, ist sinnvoll, wenn man es im Kreis macht, dass man den Oberkörper nicht zu sehr zur Mitte vom Kreis neigt, sondern dass man versucht, den Oberkörper in eine andere Richtung zu bringen. Dadurch werde ich auch ein bisschen mehr Gewicht haben über beide Beine, nicht nur über mein Innenbein, und werde nicht so leicht ausrutschen und werde mit meinem Außenbein auch ein bisschen besser abstoßen können. Also das wollen wir vermeiden. Nach innen gelehnt, eher Oberkörper schön aufrecht. Ein bisschen nach außen lehnen.
das war's zum Thema rückwärts übersetzen bei Marcel's Hockey School. Denkt daran, für einen Eishockeyspieler ist wahrscheinlich der kleinere Übersetzer wichtiger. Im Eishockey braucht man ein bisschen mehr Beweglichkeit im Rückwärtsgang. Und für jemanden, der einfach gern Eis läuft oder Eiskunstläufe, um richtig viel Schwung zu sammeln, wäre der größere Übersetzer in den meisten Fällen sinnvoller. Einen sehr wichtigen Punkt, bitte, wenn ihr das reine Rückwärtslaufen übt, natürlich beim Rückwärtsstart sollte man auch übersetzen, aber bitte nicht den kompletten Weg den Eis runter übersetzen. So. Da fahre ich nur Schlangenlinien, ich fühle mich vielleicht schnell an, bin aber tatsächlich in einer geraden Linie nicht wirklich schnell und auch noch dazu, so kann ich als Defensivspieler gar kein 1 gegen 1 spielen. Also super für Starts, super für Transition, die rückwärts übersetzen, aber fürs reine Rückwärtslaufen nicht ganz so sinnvoll. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.